Und damit sagen wir guten Morgen von Berlin nach Tel Aviv zu Paul Ronsheimer. Paul, keine Vorwarnung, keine Luftabwehr. Was war das für ein Fluggerät, für eine Drohne, dass man so unvorbereitet getroffen wurde? Genau das wird aktuell weiter untersucht. Wir selbst waren gestern Abend in dieser Region, wo es den Angriff gab, waren kurz zuvor mit israelischen Truppen im Libanon und waren dort dann gerade raus, als es diesen Alarm gab, beziehungsweise keinen Alarm, sondern bereits die Nachricht von dem Einschlag. Und dass es möglich ist, offenbar für die Hisbollah, so danach sieht es ja aus, unbemerkt erstens in israelischen Luftraum einzudringen und zweitens dann eine Militärbasis zu attackieren, wo ja mindestens 4 israelische Soldaten gestorben sind, Dutzende weitere verletzt sind. Das sorgt hier für großen Alarm, kann man sagen, denn die Israelis sehen damit, dass dieser Luftraum offenbar nicht genügend geschützt ist gegen das Eindringen dieser, sehr wahrscheinlich waren es Drohnen, die geschickt wurden. Und das Gefühl der Sicherheit, was hier in den vergangenen Wochen ja vermittelt wurde, auch beim Abschuss dieses iranischen Angriffs über Tel Aviv und anderen Regionen im Land, das ist mit so einem Angriff natürlich wieder sehr angeknackst, denn man muss erkennen, dass Israel eben ganz sicher nicht jeden Angriff abwehren kann. Paul, lass uns auch schauen auf die Rolle der UN-Friedensmission im Libanon. Was ist denn dran am israelischen Vorwurf, Hisbollah-Terroristen würden UN-Soldaten ganz gezielt missbrauchen, um sich dann in ihrem Schutz ungehindert bewegen zu können? Ja, das ist der Vorwurf, der hier von israelischer Seite kommt. Das ist für uns natürlich schwer zu überprüfen, denn wir sind nicht an dieser Linie. Klar ist erst einmal, dass es aber auch an dem Beschuss Israels heftige Kritik gibt, auch von Verbündeten wie zum Beispiel der italienischen Premierministerin Meloni, die das gestern stark kritisiert hatte. Sie gilt als enge Verbündete eigentlich von Benjamin Netanyahu. Und vielleicht muss man einmal erklären, diese UN-Mission ist eine Beobachtermission, die es seit Jahrzehnten gibt und die 2006 nach dem jüngsten Krieg noch einmal erneuert wurde. Und die Aufgabe ist es, dieser Mission dafür zu sorgen, dass es keinen Krieg, also dass es Beobachtungen gibt darüber, welche Angriffe es möglicherweise geben könnte und da zu deeskalieren. Und das hat, wenn wir uns auch die letzten Monate anschauen, natürlich überhaupt nicht funktioniert, wenn wir sehen, wie die Hisbollah die Israel angegriffen hat, wenn wir sehen, wie viele Angriffe es dort gegeben hat. Und tatsächlich gab es Berichte darüber, dass es auch direkte Hisbollah-Tunnel in dieser Nähe gab, die in Richtung Israel geführt haben. Gleichzeitig ist es aber eine Beobachtermission, die von den UN eben entsandt wurden. Jetzt gibt es den Vorwurf bzw. die Aussage aus Israel, dass die sich komplett aus dieser Region zurückziehen sollen. Da gibt es wiederum heftigere Kritik an Israel. Also diese Debatten, die werden weitergehen. Ja, das wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Paul, danke schön für die Einschätzung direkt aus Tel Aviv.